السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحابنا، مدد يا مشايخنا، دستور مولانا شيخ الله فازنا شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية إن شاء الله. جماعة مبارك إن شاء الله. We are gathering for sake of Allah. Allah bless all of us, inshallah. Wir wünschen allen einen gesegneten Jumma und wir haben uns versammelt für die Ehre von Allah. Und Allah darf jeden von euch segnen. Jumma day, every good thing Allah give to His beloved and most beloved one, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his ummah, his nation. Heute ist Jumma, mashallah, und Allah Jalla Jalaluhu hat alles Gute für Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Nation gegeben, seiner Gemeinschaft. Of course, there is for every prophet they have this Ulul Azm, seven prophets, each one they have the blessed day for them. Allah give them one day. For Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, He gave the best day, Jum'ah. Und jeder Prophet von den größten Propheten, die man Ulul Azm nennt, ja, alle von ihnen ist ein bestimmter Tag gewidmet worden, und den besten dieser Tage, den Freitag, hat Allah Jalla Jalaluhu den besten von ihnen, das Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gewidmet. And He created first man, our grandfather, father of whole humankind, and Sayyidina Adam alayhi salam in Jum'ah, and he passed away on Jum'ah day also. Und Sayyidina Adam alayhi salam, der Vater von allen Menschen, unser Großvater, gemeinsamer Großvater, der erste Prophet, Allah Jalla Jalaluhu hat ihn am Tag des Jum'ahs erschaffen, und ist auch am Tag des Jum'ahs wieder zurück zu Allah gegangen. And for Yom Kippur also, Jum'ah day, it will be happen, and the opening, coming again from earth for whole humankind, it will be Jum'ah also. Und auch der Tag des jüngsten Gerichts wird an einem Freitag stattfinden, an einem Jum'ah. Und auch wenn die Erde sich wieder öffnet und alle wiederkommen, wieder zum Leben erweckt werden, das wird auch ein Jum'ah sein. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said also in this day many things Allah gift for us. One of them also, there is one time when you make dua praying, Allah accept. Und Allah hat uns an diesem Tag viele verschiedene Segnungen gegeben. Und eine bestimmte Spezialität dieses Tages ist, dass zu einer gewissen Zeit am Freitag wird jedes Dua von dir direkt akzeptiert. Alhamdulillah, this is, we are thanking Allah. He created us in this time of more reward for Ummah who following Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Und deswegen sind wir Allah Jalla Jalaluhu sehr dankbar, dass uns in dieser Zeit erschaffen hat, weil in dieser Zeit bekommt man noch mehr Segnungen, also bekommen alle, die Prophet folgen, Sallallahu Alaihi Wasallam, noch mehr Segnungen. Of course, this is the most difficult time for believer, for Muslim, for any believer, because to keep religion or belief, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, like as you hold fire in your hand. Und diese Zeit ist eine sehr schwere Zeit für alle Gläubigen,
Ja, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, ja, er hat das vorausgesagt, wird, wenn man Islam leben möchte, den Glauben leben möchte, wird das so schwierig sein, wie glühende Kohlen in seiner Hand zu halten. And this, of course, we are not by our choice we come this time for life. Allah created us and He is He do what He like. We cannot say object for this. Und natürlich, wir haben uns diese Zeit nicht ausgesucht. Allah Jalla Jalaluhu hat geschrieben, dass wir in dieser Zeit erscheinen werden, in dieser Zeit leben werden. Und das ist, was er entschieden hat für uns. Und wir werden natürlich das nicht beanstanden, ja, dass er das gemacht hat. And this is different between Muslim believer and all Muslim, of course, all prophet and other prophet follower believer Islam. We are happy Allah make us like this, or He create us in this time. We cannot say any objection for this. Forbidden for believer to see this, to say this. Ja, und das ist der Unterschied, ja, von denjenigen, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, und den Leuten, die sich jetzt auf andere Propheten berufen, ja, weil die Muslime, die beanstanden das nicht und die lehnen sich nicht dagegen auf, dass Allah sie genau in dieser Zeit geschaffen hat, sondern die sind damit zufrieden. Different between us and the companion, all before Prophet sallallahu alaihi wasallam, even companion of Ulul Azm like Sayyidina Isa, like Sayyidina Musa, all this companion, they was making problem for them and coming asking something cannot be asked for who has adab with Allah, with Prophet, to ask this thing. Und auch zwischen den Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten von den anderen größten Propheten, wie zum Beispiel Sayyidina Musa a.s., Sayyidina Isa a.s., ja, bei denen haben die Gefährten teilweise nach Sachen gefragt oder Dinge gemacht, die eigentlich Gefährten eines Propheten aus gutem Benehmen heraus nicht gemacht hätten. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen den Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den anderen Gefährten der anderen Propheten. Because follower Sayyidina Musa alayhi salam, he saved them from this oppression of Pharaoh and all this miracle coming to him, and they saved him, take them to safe place. Und die Anhänger von Sayyidina Musa a.s., ja, er hat sie gerettet aus einer ganz schlechten Situation, die waren unterdrückt, und er hat sie daraus befreit und sie an einen sicheren Ort geführt. Pharaoh was killing their babies. Der Pharao hat sogar die Kinder von den Beni Israel getötet. Taking their women, they used them. Die haben deren Frauen gestohlen und benutzt. There was an oppression, very bad. It was their situation. Die Kinder Israels, die mussten in dieser Zeit tatsächlich die schlimmste Art der Unterdrückung erleiden. And as soon they went to Sinai, safe place, they quickly, when Sayyidina Musa, he go some days for special place to address for Allah Azza wa Jalla, quickly they make statue and worshipping this cow. Und ganz kurz danach, direkt danach, nachdem
Musa a.s., die Kinder Israels aus ihrer Unterdrückung befreit hat, an einen sicheren Ort nach Sinai, dem Platz von Sinai, Berg Sinai geführt hat. Ja, kurz danach, als Musa a.s. einige Tage weg war, um mit Gott, mit Allah zu sprechen, in dieser Zeit haben sie schon direkt dann angefangen, sich eine Kuh oder ein Kalb zu nehmen und dieses anzubeten. There's thousands of examples for how they was not, they believe very weak. Und von dieser Art gibt es tausende von Beispielen, die zeigen, wie schwach der Glauben von einigen von diesen Leuten war. And Sayyidina Isa a.s., who now following Sayyidina Isa, most of they say following, but really not 1% even they are not following his teaching. Und jetzt gibt es so viele Leute, die berufen sich auf Jesus a.s. und sagen, Friede sei auf ihm, sagen wir folgen Jesus. In Wirklichkeit von diesen Leuten, die sagen wir folgen Jesus, nicht mal 1% folgen ihm wirklich. And Professor is saying the most patient people and most oppressed people, they are the prophets, and Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the most patient between them. Und die sagen, die Leute, die am meisten geduldig waren, am meisten ertragen haben, ja, waren die Propheten, und besonders unter ihnen natürlich, der am meisten ertragen hat, war Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For this, saying for Sayyidina Isa alayhi salam, he was patient every time, every day, miracle, 100 or 1,000 people, they was waiting to get blessed, to get shifa from him for everything. Blind, he become, his eyes open, disease of skin, make cure some very not curing, cannot be cured illness. Every day he was, thousands of people there was there. Und Sayyidina Isa a.s. war immer geduldig und hat jeden Tag Tausende von Wundern vollbracht, hat Menschen geheilt, Menschen, die blind waren, kamen zu ihm, hat gemacht, dass sie wieder sehen konnten, also unheilbare Krankheiten, wie zum Beispiel Hautkrankheiten oder Lepra, hat geheilt, Isa a.s. jeden Tag Tausende von Menschen. And here we say for this, who are saying about Islam, not religion, and Prophet ﷺ not accepting him, the most close one for Sayyidina Isa, his, what they said about them, companion of Sayyidina, that's what they Apostel? No. Disciples of Sayyidina Isa, the most near of the top of Christian follower of Sayyidina Isa, there was this people. Und die sagen, diejenigen, die am nächsten waren zu Sayyidina Isa a.s., das sind seine Gefährten. Ja? And they're asking if your Lord, your God, Allah Azza wa Jalla, can send us a table of food to eat and to be happy. Und sogar diese Gefährten, ja, die ganz bekannt sind und die bekannt sind oder die Nächsten von Prophet Jesus, Friede sei auf ihm, ja sogar die alles gesehen haben, sagen dann zu ihm, oh Jesus, kannst du uns nicht mal einen Tisch vom Himmel senden, ja, also die Tafel senden, als Beweis sozusagen. Quran, it is miracle of Allah. Only His real heavenly book now from Allah Azza wa Jal, Quran Azim Inshallah. Und der Koran, der ist ein Wunder von Allah, Jalla Jalaluhu, das ist das einzige wahre Buch, was es momentan, also was noch ist auf dieser Welt, das Koran. When saying some word, you understand what it is, how these people, how
think of people, what character of people, what is situation. Und dadurch können wir verstehen, was ist der Charakter von den Leuten, was ist deren Platz, wie waren die. Das zeigt uns der Koran. He said, if you Lord can do this. If you said this in our belief, finish. Und sowas zum Beispiel, wie wir gerade eben erwähnt haben, das konnten wir nicht sagen. Wenn wir sowas in unserem Glauben sagen würden, also wenn wir sowas gesagt hätten, das wäre vorbei. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, everything He done, He can do, He done. Only say kun fayakun. Und weil wir wissen, dass Allah aller Dinge mächtig ist. Allah braucht nur zu sagen, sei und es ist. Deswegen, wie können wir nach so etwas fragen? And Sayyidina Isa was really patient, not shouting for them. Doch Sayyidina Jesus, a.s., ja, er war trotzdem geduldig. Er hat sie nicht zurechtgewiesen. And he asked for Allah, and Allah sent them this. Ja, und er wollte den noch weiter den Beweis für Allah dann zeigen und hat tatsächlich dieses Dua gemacht dann, um diesen Tisch, die Tafel, die heilige Tafel zu bringen. For this we see many of non-Muslim, sometimes Muslim also following them to why this happened, why this for me happened. There are many objecting, Christian or non-Muslim all, but maybe this Hindu, other, they are patient because that's what they will be next time, chicken or mouse or something. They are patient to not make problem. After that, we can be better. So, but this Christian or these other people, all time. Who have belief, who not, they also don't have this belief, also not believe in God. They are objecting of Allah, for Allah. Und deswegen sehen wir das ganz oft unter Christen und Nicht-Muslimen, auch manche von den Muslimen, aber meistens sehen wir das in den anderen Religionen, dass die sich alle bei Allah beschweren und sagen, warum passiert mir das? Ja, warum passiert so etwas auf der Welt oder warum passiert mir das persönlich? Ja, vielleicht bei den Hindus ist das nochmal ein bisschen anders, ja, die akzeptieren irgendwie alles, weil die denken, dass die im nächsten Leben vielleicht ein Hühnchen werden und dann sagen die müssen noch ein bisschen geduldig sein, damit die ein gutes Leben, also zwar ein anderes Leben bekommen, aber wir sehen, dass die anderen jetzt außerhalb vom Islam immer sagen, ja, warum passiert mir das, warum passiert das? Sometimes I say people, I left not praying for Allah. I'm all time when I was a child, we not happy with Azhar, we not speak to him, not come to near him. There's people doing this for Allah. Und wir sehen viele Leute, die sogar trotzig werden Allah gegenüber, ja, die dann einfach sagen, ich bete nicht mehr zu Allah. Ja, und das ist so wie, ja, früher vielleicht, als wir Kinder waren, ja, da haben wir manchmal uns gestritten mit dem anderen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt spreche ich nicht mehr mit dem. Und die Leute, die machen das mit Allah. Die sind sauer und dann sagen die, jetzt spreche ich nicht mehr mit Allah. They don't know Allah is not need for this what they done from ibadah. He is not affect Allah anything. Die haben nicht verstanden, dass Allah absolut unabhängig ist von deiner Anbetung. Ja? Er braucht deine Anbetung gar nicht. Und wenn wir ihn anbeten oder nicht anbeten, beides hat auf ihn überhaupt gar keinen Effekt. Er bleibt immer, wie er ist. But Shaitan cheating them, say, look, Allah giving other like this, and you are suffering from this, from that, from this. So you must listen to him. You don't do this. Don't this favor you do for yourself, not for Allah. If you are sick, you are poor or other, you patient, Allah will reward you. Und deswegen sehen wir viele von denen, ja, die sich bei Allah beschweren,
Und die sagen dann, ja, warum hat der eine das oder dies und ich hab das nicht, oder warum bin ich krank und der andere gesund, verschiedenste Sachen. Ja, und die verstehen nicht, dass das Gebet, das zu Allah zu beten, dass das nur für einen selber nützlich ist. Das ist nicht nützlich für Allah. Allah braucht deine Gebete überhaupt nicht. And they make philosophy like this, like that. It is in religion no philosophy, only follow our philosophy to follow without, if you find the way, right way, run in this way, don't go out of this way. Ja, und es gibt viele verschiedene Philosophien und die versuchen irgendwelchen Weisheiten zu folgen, aber das machen wir nicht. Ja, wir versuchen, wenn wir den richtigen Weg gefunden haben, ja, dann sollten wir davon nicht abweichen. Wir sollten uns den Weg greifen und geradeaus gehen auf diesem Weg. In this khutbah, so Hadith Prophet ﷺ saying to be have sweetness of Iman, belief, you must love Allah and Prophet ﷺ more than everything. Und deswegen haben wir in der Khutbah eine Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, der gesagt hat, wenn ihr wirklich gläubig seid, dann liebt ihr nichts anderes als außer Allah und seinen Propheten. Can you say the hadith again? Like to find sweetness of Iman. This sweetness, it is the best thing for a believer. Wenn ihr die Süße des Glaubens erreichen wollt, ja, so geht die Hadith, wenn ihr die Süße des Glaubens erreichen wollt, dann sollt ihr Prophet Muhammad, also Allah Jalla Jalaluhu und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr lieben als alles andere. Und die Süße des Glaubens, das ist das Wichtigste für uns, das zu erreichen. And to love for sake of Allah and to not love for sake of Allah. Und auch sich gegenseitig oder generell Dinge und alles zu lieben für die Ehre von Allah Jalla Jalaluhu und genauso auch andere Dinge nicht zu lieben für die Ehre von Allah Jalla Jalaluhu. Third one of this, what our subject it was, to be hate, to be not a believer, as you hate to thrown in fire. Sich zu fürchten davor, in Unglauben zu verfallen, wie man sich fürchtet, ins Feuer geworfen zu werden. Und das dritte davon war dann, ja, dass aus dieser Hadith war, dass man sich so fürchtet davon, dass man sollte sich so sehr davor fürchten, in Unglaube zu verfallen, wie man sich davor fürchten sollte, dass jemand einen ins Feuer schmeißt oder ins Feuer geschmissen zu werden. And this is very important to not be fall in wrong thing, and you think you've done something, you are not happy with what happened, what has happened. Only Allah will this. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass wir nicht von dem Weg abkommen oder falsche Dinge tun, falsche Dinge denken, nur weil wir sagen, ja, es ist etwas passiert, womit wir nicht zufrieden sind und Allah hat das gemacht und deswegen aus diesem Grund kommen wir jetzt vom Weg ab. There is many things you must think. The people, they are worse than you, 1,000 times, millions times, they are worse than your situation. There is people. Und du musst wissen, dass es Tausende von Leuten gibt, egal in welcher Situation du bist. Es gibt tausende Leute, die sind in einer viel schlechteren, viel schlimmeren Situation als du. Today I was looking for this telephone also coming messages. One of our murid in Dagestan, his son, two sons in Kronie fighting against. One of them, they become shaheed. He was just ask for dua for him, and his belief was very strong. Und heute haben wir unsere Nachrichten geschaut im Handy und da kam
die Information, dass einer von den Murids aus Dagestan, seine beiden Söhne, die kämpfen im Krieg und einer von denen wurde getötet, ist Shahid geworden und sein Glaube ist so stark, der hat sich gar nicht darüber beschwert, der hat einfach nur gefragt, bitte mach Dua für meinen Sohn. For this one, Allah reward him and happy with him. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Patient, Allah will not ask for their bad count. Und so eine Person, die so geduldig ist und so einen starken Glauben hat, ja, Allah wird die dafür sehr belohnen und der wird die ohne zu rechnen dafür belohnen. Ja. As we are saying, alhamdulillah, we are from beginning of Sohbah, we are happy what Allah gave us to be in this time and in this place also, every good place. It is big favor from Him. Deswegen bedanken wir Allah, wir bedanken uns bei Allah Jalla Jalaluhu auch. Wir sind hier auf dieser Reise und wir sehen schöne Plätze und auch, dass wir hier sind. Dafür bedanken wir uns Allah, wir sind damit sehr zufrieden. And asking for Allah also to be not give us any test, inshallah. Und wir fragen Allah Jalla Jalaluhu, dass uns nicht testen möge. This is also important thing. Prophet and Awliya and Sahaba saying for people to not ask what they cannot carry. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sahabas und die Awliya, die haben gesagt, man sollte nicht nach etwas fragen, was man nicht tragen kann. Allah keep us safe, inshallah, until inshallah Sayyidina al-Mahdi alayhi salam coming and save all this humanity, inshallah. Möge Allah uns beschützen, inshallah, bis Sayyidina Mahdi alayhi salam kommt, um die ganze Menschheit zu retten. Allah keep you and your children of all Muslim and whole mankind safe from Shaitan and his followers, inshallah. Möge Allah euch alle schützen und eure Kinder und die ganze Menschheit vor Shaitan schützen. Allah, Tawfiq al-Fatiha.